Wir machen einen 60-Tage-Roadtrip durch die USA und in diesem Video wollten wir euch mal unser Auto und unser Camping-Equipment zeigen. Unser Auto ist ziemlich voll. Und damit willkommen zu unserem zweiten USA-Vlog. Ja, die letzten 2 Tage haben wir nicht gevloggt. Wir waren eine Nacht schon mal hier campen und dann haben wir eine Nacht in einem Hotel verbracht. Und wir haben uns Sanddünen angeguckt und Sandcaves. Die waren ziemlich interessant. Und ansonsten zeigen wir euch jetzt mal unser Auto. Wir haben uns einen hübschen Ford Escape gekauft in Kanada, als wir unser Work and Travel gemacht haben. Und wir lieben unser Auto. Das ist richtig zuverlässig. Und einfach nur toll, oder? Also wir hatten bisher noch nie Probleme. Hast du gesagt, dass der Four-Wheel-Drive ist? Ja, ist ein Four-Wheel-Drive. Und jetzt zeigen wir euch mal unser Rooftop-Tent. Das Rooftop-Tent haben wir uns übrigens neu gekauft. Das hat $1600 gekostet. Das ist für 2 Personen gedacht. Das ist ziemlich praktisch. Das ist ja quasi in 5 Minuten aufgebaut. Wenn man hier oben drin ist, hat man mehr oder weniger einen Rundumblick. Hier sind nämlich überall Fenster. Also klar, hier vorne, dann an den Seiten. Und wo die Köpfe sind, auch noch ein Fenster. Bam! Und dann wacht man so morgens auf in der Regel. Nachdem wir das Rooftop-Tent aufgebaut haben, machen wir noch schnell die Schlafsachen rein. Und Isabelle ist immer diejenige, die das Bett baut. Deswegen muss ich jetzt schnell hier raus. Und hier in die Klappen machen wir nachts immer unsere Schuhe rein. Und so sieht das dann aus, wenn das Bett gemacht ist. Wir haben immer Schlafsäcke bereit, falls es nachts kalt wird. Und dann einfach unsere Bettdecke und noch eine Kuscheldecke. Und das sieht schon mal sehr gemütlich aus, oder? Unser Auto ist ziemlich voll. Also auf der Rückbank haben wir einmal eine Tasche mit unseren kompletten Klamotten. Dann haben wir unsere Backpacks hier hinter den Sitzen verstaut. Meiner ist da vorne. Und unsere Wanderrucksäcke. Dann haben wir unsere Technik, 2 Regenjacken griffbereit und alles, was man so zum Zähneputzen und fürs Duschen und so braucht. Handtücher, Badsachen in der Kiste da vorne. Einfach damit wir ein bisschen mehr Ordnung und System hier drin haben, weil es ist schon echt sehr voll. Dann zeige ich mal, was wir alles im Kofferraum aufbewahrt haben. Hier in der Kiste haben wir alle unsere haltbaren Lebensmittel drin und Gewürze. Dann haben wir hier in dieser Kiste unser ganzes Geschirr, Töpfe und so drin, Tücher, Dosen, noch ein bisschen Gas. Dann haben wir hier unsere Frühstückssachen drin. Das ist eine Kühltasche, aber da ist kein Eis oder so drin. Wir kaufen die Lebensmittel immer sehr frisch, deswegen haben wir die nie lange da drin. Dann haben wir hier noch einen kleinen Wasservorrat, ich glaube das sind 12 Liter. Und außerdem haben wir beim Fahren die Sachen auch hinten drin. Wir haben einen süßen kleinen Campingtisch, der reicht gerade so zum Kochen mit unserem Gasgrill. Und dann haben wir noch unsere 2 Stühle. Alle unsere elektronischen Geräte, die laden wir übrigens beim Autofahren oder wenn wir mal eine Nacht im Hotel oder Motel verbringen. Das reicht für uns vollkommen aus. Wir haben Kameraakkus, Drohnenakkus, 2 Handys und einen Laptop. Ja, und jetzt chillen wir hier. Heute Abend machen wir dann noch Abendessen und ein Lagerfeuer. Dann gibt es wieder S'mores. Und heute Vormittag waren wir auch schon unterwegs. Da waren wir in einem Animal Sanctuary. Das war ziemlich cool und das zeigen wir euch jetzt. Wir sind gerade im Best Friends Animal Sanctuary. Da sind wir durch Zufall dran vorbeigefahren und dann haben wir online gesehen, dass man hier Touren buchen kann. Und wir haben hier die große Tour gebucht. Da wird man 90 Minuten lang kostenlos einmal durch Sanctuary gefahren und es werden dann Sachen dazu erklärt.
Im Prinzip, das hier ist das größte Sanctuary in Amerika, No Kill. Und hier auf dem Grundstück sind ungefähr 1600 Tiere, alles von Schweinen, Katzen, Hunde, Hunden. Pferde, Vögel und Wildtiere. Ja, ziemlich abgefahrene Sache. Die meisten Tiere sind zur Adoption frei. Es gibt aber auch viele sehr kranke Tiere und auch alte Tiere, die dürfen einfach hier leben, bis sie irgendwann sterben. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Ort. Es ist krass, es ist ein Riesengrundstück und es gibt ultra viele Volunteers und Ja, es gibt sogar ein Vegan Lunch Buffet, das checken wir gleich noch aus. Das kostet nur $5. mit Buffet. Ja, und ja, wir haben uns gerade eben schon 2 T-Shirts gekauft, einfach hier, um den Ort zu unterstützen. Echt krasser Ort. Echt schöne Sache hier. Man fühlt sich irgendwie wie so in einer anderen Welt, in einer guten Welt. Ja, So. es ist wie so eine perfekte Parallelwelt irgendwie. Ich habe auch während der Tour fast geweint, weil es so schön ist. Zu schön, um wahr zu Ja, sein. wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen was und ja, checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr zufällig hier in der Gegend seid. Oder auch so einfach online. Man kann auch spenden. Freuen die sich auch drüber. Genau. Ja, auch wenn die hier im Sanctuary eine 90% Erfolgsrate haben, die Tiere entweder denen ein schönes Leben zu ermöglichen oder dass sie zur Adoption freigegeben werden, gibt es hier natürlich auch ganz viele Tiere, die versterben. Und das ist so ein kleiner Tierfriedhof und es ist richtig süß gemacht. So, wir haben uns jetzt lecker aufgetischt hier. Eine andere coole Sache, die man noch erwähnen könnte, wäre, dass bei Naturkatastrophen, die quasi Teams schicken, die da helfen, oder die auch dann die Shelter vor Ort leeren, indem wir die Tiere hier hinholen und dann die Local-Tiere, dass dann da wieder Platz in den Sheltern ist. Außerdem helfen die auch manchmal überforderten Sheltern, indem die einfach Trainingsprogramme machen und die einfach wieder aufpäppeln. Nach dem Mittagessen haben wir uns noch ein bisschen im Sanctuary aufgehalten und waren vor allem im Adoption Hub. Da sind ein paar Tiere untergebracht, die hoffentlich bald jemanden finden, der die adoptiert. Da habe ich ein paar Hunde geschmust. Isabel hat sich auch mal so ein bisschen dran getraut. Ein paar Katzen haben wir auch noch Hallo gesagt. Oh, das war schon herzzerreißend. Am liebsten hätte ich auch so einen Hund mitgenommen. Mann, war der süß. Und jetzt vertreten wir uns noch ein bisschen die Beine. Hier gibt es eine kleine Wanderung im Sanctuary. Nichts Wildes. Aber die Aussichten sind nichtsdestotrotz wie immer schön. Da oben ist das Café, wo wir Mittag gegessen haben. Nicht schlecht hier, ne? Nicht schlecht hier. Musst du zugeben auch. Gruselig. Ach du Scheiße. Hello? Wuhu! Wuhu! Hidden Lake. Ja. Ist doch cool, hä? So ein Wasserloch. Meinst du, wie groß ist der See? Ich glaube, man kann relativ weit sehen eigentlich. Ich glaube, keine Ahnung, 20 Quadratmeter oder so. Was sagst du? Toll. Richtig toll. Der hat schon den ganzen Weg hierhin geschimpft, dass ich mich nicht richtig informiert hätte, Sag das nicht. was das Sag für eine das Wanderung denn ist, dass wir einfach so eine Straße lang gehen und dass sie nie wieder eine Wanderung mit mir macht, die ich raussuche. Ich fand's okay jetzt. Waren ja schöne Aussichten und dann hat man schon mal einen unterirdischen See gesehen, nicht so oft. Find's okay. Ja, du schickst mich hier hoch. Du hast gesagt, ich soll hier hoch. Ich bin der erste Mensch hier oben. Hallo. Snakey, Snakey, Snake. Hä? Wir haben uns jetzt ausgewandert hier und teleportieren uns jetzt zurück zum Campground, ne? Alles klar, dann mal los.
So, wir haben die Zeit jetzt gut umbekommen. Es war ziemlich windig die ganze Zeit. Es hat jetzt gerade aufgehört, aber ich glaube, der Wind wird zurückkommen. Wir fangen jetzt an zu kochen. Heute gibt es Fertignudeln Juhu! mit Karotte. Und das war's, ne? Ja. Und Aber besser als nichts. Und hoffentlich ist es nicht zu windig für ein Feuer. Ja, wir hoffen, dass es jetzt so bleibt und wir später noch das Lagerfeuer machen können. Die Suppe ist fertig und die Nudeln auch. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Das war's jetzt von dem Tag. Morgen fahren wir wahrscheinlich dann Richtung Norden in den Bryce Canyon. Den werden wir dann in den nächsten Tagen erkunden. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Das würde uns sehr freuen. Wir machen jetzt noch ein Feuerchen. Und dann gibt es gleich noch ein paar S'mores. Yay! Sagen wir Tschüss? Wir sagen Tschüss. Tschüss! Tschüss! Around the world, around the world, around the world, around the world. Hans und Isa, around the world, around the world.